Wie kommen Trainer wie Nagelsmann oder Klopp eigentlich zu ihrer Spielidee? Woher wissen sie, wie sie mit ihrem Team spielen und dann dementsprechend auch trainieren wollen? In diesem Video will ich euch zeigen, wie ich persönlich meine ersten Gedanken zum Thema Spielmodell geordnet habe. Ich hoffe, dass ich euch dadurch Inspiration geben kann, wenn ihr euer eigenes Spielmodell entwickeln wollt. Viel Spaß bei dem Video. Meine persönliche Mission hier in Spanien ist, mehr über den Fußball zu erfahren. Ich will persönlich ein globaleres Bild vom Fußball bekommen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Immer wenn ich neue Erfahrungen mache, dann will ich sie mit euch teilen und dadurch könnt ihr vielleicht auch dazu lernen. Ich habe einen Fußballkurs hier an der Uni belegt und da war die Hausarbeit, die wir gestellt bekommen haben, dass wir uns für unser eigenes Team und ein gegnerisches Team ein Spielmodell überlegen sollen und darin beschreiben sollen, wie wir in den Spielphasen des Spiels agieren wollen. Natürlich war ich motiviert, weil Fußball einfach geil ist und es auch Hammer ist, dass ich das als Fach haben kann. Als ich mich dann an die Hausarbeit gesetzt habe, war es natürlich am Anfang erstmal eine Sinnesreizüberflutung. Man hat Gedanken, ja, ich könnte mit diesem System spielen, ich könnte diese Prinzipien mit in meine Spielphilosophie mit reinbringen, die ich dort und dort gelesen habe. Aber das Ganze war sehr, sehr unstrukturiert und sehr ungeordnet. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwie eine Ordnung für mich selbst. Und so kam ich zu dem Gedanken, dass meine Ordnung durch meine Lebensweise, durch meine Lebensphilosophie bestimmt wird. Also die Spielphilosophie, die ich meinen Spielern oder Spielerinnen eintrichter, die will ich auch selbst vorleben. Da kamen Dinge raus wie Empathie zum Beispiel, was für mich ganz wichtig ist. Ich will Mitgefühl meinen Mitmenschen gegenüber zeigen, ich will versuchen, diese zu verstehen und außerdem will ich probieren, eben anderen Menschen zu helfen mit dem, was ich mache. Ein anderer Punkt war, dass ich Spaß und Freude in meinem Leben haben will, dass ich das Leben genießen will. Ein anderer Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist Selbstbewusstsein. Und dann kam ich noch zu einem vierten Punkt, der mir wichtig ist in meinem Leben. Und das ist das Thema Intelligenz. Mit Intelligenz meine ich das Wissen, dass ich mein Leben verändern kann. Also wir können zum Beispiel nicht beeinflussen, ob es jetzt regnet oder nicht, aber wenn es regnet, können wir beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Also dass wir uns zum Beispiel einen Regenschirm kaufen oder mitnehmen oder eine Regenjacke anziehen und rausgehen. Und zack, so hatte ich 4 Punkte, die mir wichtig waren, nochmal zusammengefasst. Intelligenz, Spaß am Leben, Empathie und Selbstbewusstsein. Natürlich ist die Hausarbeit auf Spanisch und ich musste das Ganze noch übersetzen. Also Intelligenz übersetzt heißt Intelligentsia. Spaß am Leben habe ich übersetzt mit disfrutar, also das heißt genießen. Empathie, Empathia, ich glaube da können alle folgen. Und Selbstbewusstsein heißt Autoconfianza. Idea, übersetzt auf Deutsch, ist Idee. Also war das irgendwie für mich so ein Effekt, dass ich gedacht habe, geil, das könnte meine Spielidee sein. Der zweite Schritt war dann herauszufinden, wie ich diese Werte auf den Fußball übertragen kann. Und dann kam für mich raus, zum Beispiel bei Intelligenz, dass ich will, dass meine Spieler kluge Entscheidungen und mit einem Hintergedanken jede Entscheidung treffen. Ich will außerdem die Dinge im Spiel kontrollieren, die ich kontrollieren kann. Und das sind Dinge wie den Raum oder die Zeit oder die Energie des Spiels. Wie kann ich zum Beispiel den Raum kontrollieren? Zum Beispiel, indem ich kontrolliere, wo ich meine Spieler aufstelle. Dadurch, dass ich entscheiden kann, wo ich mich auf dem Feld befinden will. Ich kann entscheiden, wo ich versuchen will, den Gegner hinzulenken und dementsprechend kontrollieren, wo der Ball gerade ist. Ein Stück weit zumindest. Wenn ich selbst im Ballbesitz bin, kann ich kontrollieren, wo ich den Ball hinspielen will. Zum Thema Empathie kam zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig helfen sollen. Sowohl im Leben als auch auf dem Platz will ich, dass wir uns helfen. Wie können wir uns helfen? Zum Beispiel, indem wir miteinander verteidigen. Indem wir versuchen, wenn es natürlich die Situation gerade hergibt, dass wir Überzahl in Ballnähe schaffen. So viel zum Thema Grundprinzipien und Basis meines Spielmodells. Der nächste Schritt war dann, auf die Spielphasen einzugehen und zu schauen, wie ich es schaffe, diese Werte in die Spielphasen reinzukriegen. Hier seht ihr die Mindmap, die ich dazu angefertigt habe. Angefangen von dem Punkt, dass wir uns gegenseitig helfen wollen, habe ich mich gefragt, wie können wir uns in der offensiven Phase helfen, indem wir zum Beispiel freie Räume schaffen, durch Gegnerbindung, durch Laufwege. Das habe ich dann aufgegliedert in einmal für Mitspieler Räume schaffen, was in die Kategorie Empathie gehört. Und hier seht ihr noch den grünen Punkt. Wenn man nochmal rüber switcht,
4, Autoconfianza bedeutet Selbstbewusstsein, auch für sich selbst freie Räume schaffen. Mit individuellen taktischen Läufen, wie zum Beispiel eine Gegenbewegung, um sich so Platz zu verschaffen. Und so wollte ich dann dazu kommen, dass ich weiß von diesen Prinzipien aus, von diesem Modell aus, wie ich später auch meine Spieler coachen will und auf was ich achten will, wenn ich Training habe. Also dass ich darauf achte, schaffen es meine Spieler, für sich individuell freie Räume zu schaffen, ja, nein, und wie kann ich das dem Spieler dann vermitteln. Zweiter Punkt, defensive Phase zum Beispiel. Hier könnte man zum Beispiel mit einem hohen Pressing spielen. Warum? Weil uns das Spaß macht, wenn wir den Ball haben. Und wie können wir den Ball schnell haben? Indem wir hochstehen, probieren den Ball so schnell wie möglich zu erobern und dementsprechend dann mit einem hohen Pressing spielen. Dazu gehört aber auch, dass wir intelligent pressen, also dass wir wissen, auf was es ankommt, dass wir zum Beispiel Passwege schließen können oder gewisse Pässe, die unser Pressing überwinden können, dass wir probieren, diese vorzubeugen. Und auch, dass wir das Pressing gut absichern, da sind wir wieder beim Punkt 3, Empathie, gegenseitig helfen, gegenseitig absichern. Jetzt wisst ihr, wie ich so an meine Hausarbeiten in Fächern angehe, die mir Spaß machen. Nochmal zusammengefasst, ich habe erst probiert, meine Werte im Leben zu definieren, dann habe ich probiert, diese Werte auf den Fußball zu übertragen und im dritten Schritt habe ich dann die Spielphasen angeschaut vom Fußballspiel und habe probiert, diese Fußballwerte, Lebenswerte auf die einzelnen Spielphasen und Spielsituationen zu übertragen. Wichtig aber bei dem Ganzen, die Aufgabe war, das Ganze für eine aktive Herrenmannschaft in dem Fall zu kreieren. Also im Jugendbereich sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Jedoch kann ich mir trotzdem auch vorstellen, dass es für einen Nachwuchstrainer oder eine Nachwuchstrainerin hilfreich sein kann, erstmal zu schauen, was ist mir überhaupt wichtig im Leben. Und dann zu schauen, wie kann ich das Ganze auf den Fußball übertragen, wie verändert es vielleicht meine Art des Coachings. Worüber ich mich natürlich freue, sind zwei Dinge. Einmal über eure Rückmeldung, sei es in den Kommentaren oder privat, was ihr von dieser Strategie haltet, das eigene Spielmodell zu erstellen. Und zweitens, wenn ihr euer Spielmodell schon erstellt habt oder wisst, wie ihr coachen wollt, wie ihr als Trainer oder Trainerin sein wollt, dann freue ich mich natürlich auch darüber, von euch zu erfahren, wie ihr das gemacht habt. Letzten Endes sind wir alles immer Nachwuchstrainer, Nachwuchstrainerin, wir lernen immer dazu. Der Weg der Entwicklung sollte nie aufhören und dann, wie gesagt, freue ich mich mega, wenn ihr mir schreibt. Haut rein, ciao.